So ein Trainingstag im Trainingslager ist ja doch eine ganz schöne körperliche Anstrengung und Belastung. Da ist es natürlich wichtig, dass man sich einfach gescheit ernährt, dem Körper die nötigen Nährstoffe und einfach insgesamt natürlich auch die Energie gibt, das zu leisten und sich davon dann auch zu erholen und die Regeneration, die Verbesserung eben zu gewährleisten. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, nehme ich euch am Tag der längsten Etappe einfach mal mit, wie meine Ernährung über den Tag so aussieht. Kein Anspruch auf absolute Richtigkeit, also ich will da nicht irgendwie den Eindruck vermitteln, dass ich denken würde, dass das alles perfekt ist, aber so ist es jetzt eben, wie sich es für mich so ein bisschen eingespielt hat, womit ich ganz gut zurechtkomme. Schaut es euch einfach mal an, aber gerne könnt ihr natürlich auch Verbesserungsvorschläge oder Ähnliches mir mitteilen. Ich freue mich ja immer, wenn ich selber auch an mir noch optimieren kann. Das Frühstück sah meistens so aus, dass ich erstmal 2, 3 deftige Brote gegessen habe, einfach mit ein bisschen Rohkost, Tomate, Salat, Gurke und anschließend noch einen kleinen Porridge mit frischem Obst, was es da immer zur Verfügung gab. Auf dem Zimmer habe ich meistens vorher schon einen Proteinshake getrunken und dazu ein bisschen Leinöl, einfach weil die Versorgung so mit Protein, Nüssen, den nötigen Fetten, Fettsäuren im Müsli-Buffet des Hotels ein bisschen eingeschränkt war. Da kann ich hier zu Hause einfach deutlich besser noch genau das mir besorgen, was ich eben so brauche. Deswegen habe ich da immer dann so ein bisschen einfach ergänzt und aus Faulheit mein Proteinpulver und so jetzt nicht mit runtergenommen, sondern halt einfach oben kurz den Shake getrunken und dann bin ich quasi zum Frühstück gegangen. Da habe ich dann beim Buffet noch das eine oder andere Brötchen und eine Banane für die Mittagspause quasi auf dem Rad mitgehen lassen. Habe meine Flaschen soweit fertig gemacht. Da habe ich jetzt immer so mit 50 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Trainingsstunde grob kalkuliert. Tendenziell eher ein bisschen mehr. Gerade wenn es wirklich mal auch Intensitäten geplant waren, Intervalle, dann auf jeden Fall eher Richtung 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Dann kam mir aber zusätzlich auch immer noch eine kleine Mittagspause, irgendwo ein Kaffeestopp mit vielleicht noch einer Cola, einer Fanta, irgendwie einem Brot oder sowas. Insofern, da kam dann auch nochmal zusätzlich ein bisschen was dazu. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn man dann wirklich 5, 6 Stunden unterwegs ist, dann fällt es ja auch in die Zeit, wo normalerweise schon wieder das Mittagessen wäre. Also man kann in dieser Zeit eigentlich fast gar nicht zu viel essen. Wie habe ich mich da versorgt? Ich habe zum einen auch von Brandl immer das Intra Post Endurance Pulver. Das ist einfach so eine Kohlenhydrat-Protein-Mischung, um tendenziell den Kohlenhydratanteil noch ein bisschen höher zu treiben, weil es jetzt so für den reinen Ausdauersport, wirklich für die lang andauernde Belastung, tendenziell ruhig noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate vertragen könnte, habe ich einfach tatsächlich mit Saccharose, also mit Haushaltszucker, einfach ergänzt. Sprich, das ist ja einfach ein Glucose- und ein Fructose-Molekül. Klingt jetzt erstmal ein bisschen abschreckend, wenn man sich vorstellt, dass man einfach Zuckerwasser trinkt. Letztendlich sind diese ganzen Sportgels oder so auch nicht viel anders gut. Jetzt mittlerweile wird noch ein bisschen optimiert mit langkettigeren Kohlenhydraten oder anderen Einfachzuckerverbindungen, wie jetzt zum Beispiel Isomaltose, aber trotzdem kommt man da eigentlich einer guten Versorgung schon recht nah ran. Man muss halt ein bisschen schauen, dass man es möglichst gleichmäßig konsumiert, dass man nicht so die ganz krassen Insulin-Peaks und dann wieder Lows hat, aber damit komme nach wie vor wirklich gut zurecht. Dann ist man quasi nach der Fahrt wieder zurückgekommen, hat sich erstmal fertig gemacht. Auch da habe ich gerne dann gleich erstmal ordentliche Ladung Wasser getrunken, weil man ja tendenziell doch auf dem Rad auch ein bisschen zu wenig trinkt, und dann auch gleich was gegessen. Meistens einfach nochmal eine kleine Portion Haferflocken mit ein bisschen Proteinpulver, vielleicht noch den einen oder anderen Keks gesnackt oder mal ein paar Gummibärchen, tendenziell ziemlich viel Gummibärchen. Dann stand auch eigentlich schon wieder das Abendessen an. Also so ein Trainingstag ist schon sehr trainings- und essenslastig. Beim Abendessen gab es dann großes Salatbuffet. Da habe ich auf jeden Fall immer gut zugeschlagen. Und dann, je nachdem, wie viel tagsüber so trainiert wurde, halt auch einfach 2, 3 Teller nochmal mit gemischt Gemüse, Kohlenhydratquellen. Da hätte ich mir auch wieder gewünscht, dass, wenn ich jetzt zu Hause hier kochen würde, würde ich natürlich mehr noch mit Tofu und Linsen und Hülsenfrüchte irgendwie zubereiten. Da war es jetzt im Hotel schon sehr kohlenhydratlastig. Also da hätte ich tendenziell noch ein bisschen stärker mischen wollen. Aber gut, da habe ich dann, wie gesagt, im Trainingslager natürlich den Vorteil, dass ich mir einfach meine Produkte mitnehmen kann und da perfekt dann zusätzlich zu den Lebensmitteln, die da eben angeboten werden, noch so ein bisschen supplementieren kann. Da habe ich mich dann satt gegessen und meistens kam dann auf dem Zimmer doch nochmal die Lust, einfach 1, 2 Kekse zu snacken. Ist nach so einem umfangreichen Trainingstag auch
auf jeden Fall drin. Das heißt, da habe ich mich dann auch nicht gezwungen, darauf zu verzichten, sondern haben wir uns, während wir die ein oder andere Rennzusammenfassung noch geschaut haben, eben da noch ein bisschen was gegönnt. Dann war so ein Tag auch wieder rum und ich hoffentlich gut verpflegt. Eine interessante Frage ist natürlich noch, wie kontrolliere ich jetzt, ob das zu viel ist das zu wenig? Tracke ich meine Makro- und Mikronährstoffe? Mache ich tatsächlich nicht mehr. Also weder die Energiezufuhr tracke ich, noch die Makro- und Mikronährstoffe. Habe ich eine Zeit lang gemacht und da so ein bisschen Gefühl entwickelt. Mittlerweile mache ich es einfach so, dass ich mich immer mal wieder auf die Waage stelle und schaue, ob das Gewicht noch das gleiche ist, beziehungsweise tendenziell dann natürlich zur Saison hin minimal weniger wird, wobei ich eigentlich versuche, so ganz krasse Schwankungen im Jahresverlauf eher zu vermeiden, also dass ich da schon relativ Konstantes halt, aber klar, wenn man natürlich dann im Sommer mehr trainiert, mehr Rennen fährt, dann kommt es ganz automatisch, dass dann das Gewicht ein bisschen runtergeht und man einfach ein bisschen besser noch in Form kommt und dann über den Winter, wenn man auch nicht so viel trainiert, geht es halt vielleicht ein bisschen wieder hoch. Und da kontrolliere ich dann einfach immer mal wieder, ob das ungefähr noch im Rahmen ist und wenn sich da über die Zeit keine Veränderung zeigt, dann weiß ich soweit, dass alles passt. Klar, könnte man sicher noch optimieren, aber jetzt für mich so, für meinen Alltag mit allem drum und rum, Arbeit, Uni, habe ich jetzt für mich einfach so gemerkt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt im Aufwand, hier so Kosten-Nutzen-Analyse quasi, Kosten-Nutzen-Vergleich, halt der Aufwand, den ich betreiben müsste, um das jetzt wirklich noch genauer zu tracken, irgendwie nicht in dem Verhältnis stehen würde, was es mir bringen würde, nachdem es ja so momentan sehr gut für mich funktioniert. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen, da mal so einen kleinen Einblick zu bekommen. Würde mich auch interessieren, was ihr so während des Trainings esst, ob ihr eher sagt, ihr verpflegt auch bei langen Ausdauereinheiten ausschließlich mit Gels und Pulvern oder seid ihr eher die Fraktion, die tendenziell versucht, immer mit fester Nahrung, Bananen, irgendwelche Marmeladenbrote oder so sich zu versorgen oder kombiniert ihr? Und gerne natürlich, wenn ihr irgendwelche Tipps, Tricks noch habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich bin, wie gesagt, immer froh, wenn ich neuen Input bekomme und da dazulernen kann. Und jo, dann bis zum nächsten Video und macht's gut.